Fabio Rappelecker, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den Espresso hier. Sie sind Deutscher, Sie haben Business studiert, Sie haben lange in Berlin auch in der Startup-Szene, in der Innovationsszene irgendwo gearbeitet und sind vor rund 4 Jahren nach Kenia gegangen. Wozu? Ich bin vor 4 Jahren nach Kenia gegangen, um ein Startup aufzubauen, das marktbasiert Mangelernährung bekämpfen kann. Und die Idee war immer schon ganz klar, als Sie da den Boden in Nairobi betreten haben? Das würde ich gerne behaupten, ist aber nicht ganz die Wahrheit. Anfangs war die Idee, sich im Agrarspace auszubreiten, da etwas aufzubauen, was Food Security supporten kann. Allerdings habe ich im Zuge meiner Recherche in den ersten Monaten festgestellt, dass es gerade im Bereich Mangelernährung sehr wenig marktbasierte, also kommerzielle Lösungsansätze gibt. Und das ist das, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, sich mehr jedem Bereich zu widmen. Und worin besteht das Business jetzt? Unser Business heißt 10x Nutrition und der Titel ist Programm, könnte man sagen, denn es ist unsere Mission, Nutrition, und damit meinen wir Vitamine, Mikronährstoffe, zugänglicher zu machen. Und zwar allem voran Lower-Income-Communities, wo wir traditionell sehr wenig nutrient-dense Lebensmittel sehen. Und was wir machen, ist traditionelle Everyday Foods zu fortifizieren. Das bedeutet, dass wir in jene Produkte, die tagtäglich gegessen werden, ganz zielgerichtet hohe Volumen von Mikronährstoffen und Vitaminen hinzufügen und diese dann über die Roadside-Shops, über die Kiosks in Kenia und in Nairobi verbreiten. Und das Produkt, auf dem ihr sozusagen jetzt, auf das ihr euch jetzt fokussiert, das ist das sogenannte Mandazi, sozusagen ein Krapfen und eine Marmelade. Ja, so wird es hierzulande oft beschrieben. Genau, es trifft es ganz gut. Das Mandazi ist das Nummer 1 Breakfast Frühstücks-Item in Ostafrika. Per se ist das ein Krapfen ohne Marmelade. Das ist ein Weizenprodukt, das frittiert wird, hat am Ende eigentlich nur Weizen, Öl und Zucker. Und was wir machen, ist zum einen es zu bereichern mit Süßkartoffel, Hirse und Soja. Und auf der anderen Seite, und wohl noch viel wichtiger, es zu fortifizieren und etwa 25% des Tagesbedarfs an allen Mikronährstoffen und Vitaminen dem Produkt hinzuzufügen. Genau, und es dann zum selben Preis über diese angesprochenen Kiosks zu verkaufen. Zum selben Preis, das ist wie hoch? Umgerechnet 7 Cent. 7 Cent. 10 kenianische Schilling. Und wie groß kann man sich den Markt vorstellen? Groß. Mandazi ist das meist konsumierteste Produkt, Lebensmittelprodukt in Ostafrika. In Nairobi allein werden tagtäglich etwa 4,2 Millionen Produkte, 4,2 Millionen Mandazis gegessen. Das ist nur die Stadt und das ist pro Tag. Und wie viele davon kommen derzeit von Ihnen? Von den 4,2? Noch zu wenige, aber dann doch 15.000 in diesen Tagen etwa. Und wir planen aber jetzt gerade die Produktion so hoch zu fahren, dass wir in einem Jahr zu dieser Zeit etwa 90.000 Produkte am Tag produzieren und dann in 3 Jahren werden es dann 630.000 Produkte am Tag sein. Was sind die Herausforderungen beim Hof an der Produktion? Liegt das in der Finanzierung? Wie geht das mit der Regulierung auch in Kenia? Viele können sich überhaupt nicht vorstellen, wie man überhaupt in Kenia ein Business machen kann, weil es von den Behörden wegen wahrscheinlich anders ist. Liegt das in der Logistik, in den Partnern? Ich glaube, die Challenges sind überall. Vieles davon lässt sich mit Kapital lösen. Na klar, Produktion hoch skalieren, Distribution skalieren, Talent an Bord bringen, das Probleme löst. Und dann gibt es Sachen, die sich einfach nicht mit Kapital lösen lassen. Das sind eben solche
Behördengeschichten, das sind Zertifizierungen, das sind Permits. Und da muss man sich reinfuchsen, da muss man oft genug gegen eine Wand laufen, damit man irgendwann die Tür sieht. Oder einfach jemanden fragen, der einem die Tür zeigt. Das soll heißen, sich mit Beratern, Consultants jeglicher Art auseinandersetzen. Aber das heißt, es wird reguliert und man kommt mit den Regulierungen zurecht. Ich würde sagen, ja. Es ist nicht leicht, sich da anfangs zurechtzufinden, aber mit genug Wille und mit solchen Consultants kann man sowas wunderbar aufbauen. Siehe unser Beispiel. Und ich meine, es ist ein Nahrungsmittel. Also ich meine, wie garantiert ihr es, dass ihr sozusagen überhaupt, dass ihr die Bewilligung bekommt dafür? Wie streng sind die Nahrungsmittelkontrollen und wie sehr könnt ihr wirklich dafür einstehen, dass es diese Fortification also irgendwo hat, ne, die ihr bewirbt? Ja, das ist, ich würde sagen, ein Team-Effort zwischen unserem Team, und wir arbeiten mit sehr seniorigen Product Development Specialists bei uns und dann in der Zusammenarbeit mit Organisationen wie zum Beispiel The Gain, das ist die Global Alliance for Improved Nutrition, oder auch CGIR, die für unsere Lab-Tests, unsere Labortests beiseite stehen, und so garantiert man Qualität, Produktionssicherheit. Genau, aber es ist ein Tag-für-Tag-Job, auch das weiterhin zu verbessern, zuzusehen, dass die Produktqualität und Hygiene immer an erster Stelle stehen. Und das Thema Sicherheit und Mitarbeiter, wie kann man sich das in Nairobi vorstellen? Ich glaube, besser als die meisten es sich vorstellen. Nairobi speziell ist eine recht sichere Stadt. Neben dem ab und zu geklauten Telefon passiert eigentlich relativ wenig. Und na klar, es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Aber wir haben keine größeren Zwischenfälle gehabt und man hört auch allgemein nicht so vieles, würde ich mal behaupten. Knock on wood. Aber klar, es gibt auch speziell im Business gewisse Spielregeln, an die man sich halten muss, damit nichts passiert. Und ja, also Sie haben so einen Wachstumskurs, wo Sie in einem Jahr auf 90.000 Stück sein wollen. Ne? Da geht es wahrscheinlich um die Erweiterung von Produktionslinien, da geht es um industrielle Produktion, da geht es um, also ist das schon Richtung Break-Even oder sind wir dann auch das weiter entfernt? Break-Even ist das magische Wort, an dem wir und viele andere sehr interessiert sind, und das werden wir in der nächsten Skalierungsstufe erreichen. Voraussichtlicherweise bei etwa 50% des Volumens, bei ungefähr 50.000 Produkten am Tag. Und gut, Break-Even ist das andere. Das andere ist das eine, das andere ist irgendwo die Idee, wirklich also Impact zu schaffen mit besserer Ernährung. Wie sehr ist das für das unmittelbare Business relevant? Taucht das auf? Ne? Ist das für Investoren interessant? Ist das für die Konsumenten interessant? Ist das nur sozusagen ihre Agenda, die sie im Hinterkopf haben? Ja. Ich glaube, das sind genau die 3 Stakeholder, die es da so gibt. Es gibt den Konsumenten, wie sehr den Folsäure und Zink wirklich interessieren, darf bezweifelt werden. Ne? Und dann gibt es die Investoren, denen das durchaus wichtig ist, aber in einem gesunden Verhältnis mit Return on Investment. Und dann gibt es mich und einige andere im Unternehmen, die das an erste Stelle setzen. Und es muss immer finanziell tragbar sein, deswegen will ich das auch nicht abstreifen. Aber wir heißen 10x Nutrition, weil das ist das, für was wir stehen, was wir implementieren wollen. Das ist der Impact, den wir haben wollen. Und der soll Millionen von Menschen erreichen. Und dann gilt es, das auch nachhaltig zu gestalten, damit das auch at scale passieren kann in den nächsten Jahren. Sie sind derzeit nur in Nairobi, ne? Sind Sie auch in anderen Städten, anderen Ländern? Oh ja, wir sind jetzt nur in Nairobi. Der Markt dort allein ist, wie gesagt, riesig.
und wir werden in den nächsten 4 Jahren wohl in 2 weitere Städte noch expandieren und parallel auch zusehen, dass wir unser Portfolio auch Richtung eventuell Brot oder Porridge erweitern. Herr Rapnicker, vielen Dank fürs Gespräch. Viel Erfolg auf dem weiteren sozusagen, Entwicklungsweg. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke.